Agent York, I found Isaac and Isaiah. They're over there. Let's go. Hello again, Isaac and Isaiah. I hear you're teaching Willie to do tricks. What's your secret? It's easy. Really simple. If he does it right, we give him a treat. A cookie if he does it right. I see. Very clever. So, tell me, you two. Could you perhaps tell me your other special secret with Becky? No, we can't. It won't be a secret if we tell. I'm not telling. We promised Becky. Now that's a problem. Because I also made a promise to Becky. I promised to catch the bad man who hurt her. But I can't keep my promise if I don't know what the secret is. Do you see? She told us to give Diane a box. It wasn't that heavy. We took it to the art gallery and gave it to Diane. Is that all Becky gave you? Just when we were leaving to take the box to Diane, Becky called us back. She handed us something. It was small and round. She told us to keep it safe in our pocket and give it to Diane. And then you met Carol on your way? Yep, I took the round thing out of my pocket and we looked at it. And then she talked to us. We told her that we were on an errand for Becky. She said she'd do it for us. But we told her no, because Becky asked us, not her. We promised Becky to do it ourselves. So Becky did entrust the locket to them. And now Carol has it. Right, Kaysen? Huh? You were in the room when Carol took the locket back from Diane. I saw you with Diane in the art gallery that day. Well, yeah, I was there in the room, but I was only chatting with Diane. Oh, then Carol burst in, all angry looking. While Carol and Diane had their talk, I just sat there like a frog. Yeah, so Carol took the locket from Diane, but that has nothing to do with me, right? Yes, I believe so. But from this instant, you are now a key witness in this case. I'm afraid you can't leave town until you hear from me. What? Can you do that? This is all starting to sound a little like Alice in Wonderland. Which makes you Humpty Dumpty. Huh? Isaac and Isaiah, thank you. I think I'll be able to keep my promise with Becky thanks to you two. How is Becky? Is she getting better? She'll come and help out at our store again, won't she? She'll come and play with us again, won't she? Boys, about Becky. That's right. Becky is almost totally better now. But I don't think she'll be able to come and see you. I was told by Becky to keep this a secret. But she's actually a goddess of the forest, just like Anna. I think she's gonna be in the forest with Anna for a while. Cool! We'll keep this a secret then, too. Wow, that's why Anna and Becky are such good friends. Okay, Willie. You're happy too, aren't you? Zach, I hope Emily doesn't end up as a forest goddess too. Ach ja, ich weiß nicht, irgendwie sind diese Zwillinge unheimlich. Ich finde die sowas von unheimlich. Okay then, Zach. Let's go over what we found out recently about the Oh case. ja, machen wir das mal. First, Diane, the owner of the art gallery. She was out drinking with Nick Cormack in a bar on the night Anna died. Nick confirmed this, and so she has an alibi. But
then we have what Nick's wife Olivia told us. According to Olivia, Nick and Diane not only went to the bar, but also went somewhere else that night. Do you remember where that was, Zach? Das war die Galerie, ne? Die Kunstgalerie. Zack. Da ist es. That's right, the art gallery. Before entering the gallery, Diane looked back towards Olivia, almost as though she saw Olivia in the dark. Nick's behavior has also become more suspicious by the day. If Olivia is correct, then he is heavily involved in this case. But we have no conclusive evidence of that at the moment. The only thing we can say for sure is that Nick's whereabouts are unknown at the time of Becky's murder. He has no alibi for the crime, but that fact alone means nothing. So who was it that called Thomas to report trouble at Becky's place? Da angerufen hat doch Quint, ne? Der war ja völlig verstört. Das war ja auch Beckys Freund. Das wissen wir ja. Deliveryman Q. It was Quint, Becky's boyfriend. He went to her house and saw the tragedy. Now, about Becky's murder. I'm embarrassed and mortified. Killer struck again while we were on the case. We found her bitten off tub. A massive amount of red seeds that poured out with the blood. And an inverted peace symbol, like the one seen at the site of Anna's murder. From the similarities, one can deduce that Anna's killer killed Becky. We also found one other important piece of evidence in Becky's room. Can you remember what that was, Zach? Der meint jetzt den Brief, ne? Hoffe ich doch mal, weil die Schuhe haben wir ja nicht gefunden. That's right. We found a sketchbook in Becky's room. She had apparently written a letter to her sister Diane. It revealed that Becky took a locket from Anna's body at the crime scene. She also admitted to borrowing a pair of Diane's stiletto heel shoes. So Miss Stiletto Heels was Becky. There was something else at the end of the letter. It said that she handed the locket and stiletto heel shoes to someone. Do you remember who, Zach? Ja, die, mit denen wir gerade eben gesprochen haben. Also ganz doof bin ich ja nicht, mein Freund. That's right, Zach. And from what Isaac and Isaiah told us, Carol offered to take the items to Diane, but the twins refused. They gave them to Diane themselves, as they had promised. For some reason, Carol wanted the locket. She ended up storming into the gallery to take it from Diane. And when Carol took the locket from Diane, Kaysen just happened to be there. Is Kaysen involved in this? Or was he just there by coincidence? I wonder what's so special about the locket, too. Why did Carol want it so badly? The questions are mounting. Come to think of it, Quint, the first witness, has no alibi for Becky's death. We checked the phone records, and his call definitely came from her house. Is it possible he attacked Becky and then called us from the scene? but everyone is suspicious one way or another. What should we do next, Zach? Okay, who's the most suspicious? Das soll ich jetzt sagen? Also von dem, was wir so erfahren haben, ist Nick eigentlich sehr verdächtig, ne? Vielleicht sollten wir uns auf den erstmal konzentrieren. No, I don't think so, Zach. He's certainly suspicious, but there is someone else in the sentence. Ach so, dann geht's um Diane. Dann geht's ihm um Diane. That's right. Becky's sister and Carol's enemy, linked to both Nick and Kaysen, the elegant owner of the art gallery. Zach, that's our next move. We'll start with Diane. Wenn du das sagst, mein Freund.
So, you want to find out everything there is to know about Diane? That's right. There's just too many things that we don't know. First, we need more intel about the relationship between Nick and Diane. Wo ist dein Bart hin? How? Nick and Diane meet every night at the bar. Let's use that. Wieso hat sich rasiert? George, we'll need you to stake out the gallery. What do you mean? Wait in the parking lot of the art gallery and tail Diane when she leaves. If she goes anywhere other than the bar, you let me know. Emily, you take the diner. Wait for Nick and tail him to the bar too. As with George, if he goes anywhere else, then you let me know. Okay. Thomas, you keep a watch on them inside the bar. Yes, I will. I'll be waiting in the parking lot of the bar. Once Nick and Diane are together, I will follow them wherever they go. What time do they usually show up, Thomas? Around the same time. Usually between 22 and 2300. Then at that time we do it, boys and girls. Ja. Ich weiß zwar nicht, was genau Nick und Diane da am Laufen haben, aber ich glaube nicht, dass einer von den beiden der Mörder ist. Meine Theorie dazu kennt ihr ja schon. Und diese Theorie, dass Quint eventuell Becky ermordet haben könnte und der Mörder sein könnte, die hat nur einen zentralen Fehler oder einen Knackpunkt. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber da ist ja die Problematik, dass Quint ja draußen bei Thomas war, also er war mit einer anderen Person zusammen, während wir im Haus vom Raincoat-Killer angegriffen worden sind. Ja, also wenn Quint wirklich der Mörder ist, dann würde das schon mal voraussetzen, dass Thomas da auch was mit zu tun hat, weil es anders von der Logik her gar nicht funktionieren würde. So, das war Kapitel 11. Ein bisschen Geld haben wir auch gekriegt, aber leider nicht sonderlich viel. Ungefähr das Geld, was wir für das Auto ausgegeben haben, haben wir wieder reingekriegt. Also für das von Diane. Und damit werde ich jetzt, glaube ich, auch das nächste Kapitel starten, dass wir als allererstes zu Lysander fahren und uns das nächste Auto kaufen. Dass wir die bis Ende des Spiels noch alle zusammenkriegen. So, einmal speichern. Warum nicht? Da seht ihr auch nochmal, wann ich hier aufnehme gerade. Also ich bin mehr oder weniger kurz vor knapp. Und weiter geht's. Mit einem Köder für einen normalen Wurm. Für einen normalen Wurm vor allem, genau. Lasst uns Würmer fangen. Ja, diese räudigen Viecher, die sind ja sowas von gerissen und clever. Die darf man nicht unterschätzen. Die schleichen sich an, ohne dass man die bemerkt. Und plötzlich springen sie dir von hinten ins Genick. Zach, we need to be at Carol's bar at 2200. Looks like we have some time to kill. We can go to the diner and see how Nick and Olivia are doing. Ja, könnten wir. 1,5 Stunden. Okay. Das Schöne ist, wir haben nicht wirklich großartig Nebenquests, die wir jetzt machen könnten. Und um die Zeit wird Lysander auch nicht mehr da sein, da brauchen wir gar nicht hinfahren. Wen wir vielleicht noch irgendwo finden könnten, das ist Sigourney. Ach, guck an. Cason vorm Diner. So, wollen wir mal gucken, ob wir Sigourney hier irgendwo stehen sehen. Zweifelsfall schön weit weg von allem. Dun, 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 dun. Yeah. Dum, 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 dum. Das ist schöne Musik. Ja, ist die Frage, ob Sigourney um diese Uhrzeit hier überhaupt noch irgendwo steht, ne? Dann gucken wir mal zum Hotel. Diane ist im Hotel. Warum? Das ist interessant. Das sollten wir vielleicht nochmal unter die Lupe nehmen. Ansonsten, Sigourney, wo bist denn du? Mir scheint fast, Sigourney ist um diese Uhrzeit wirklich hier nicht mehr unterwegs.
Jetzt ist ja so viele Orte, wo sie noch sein könnte, gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Wen haben wir hier? Das ist der Friedhof. Das ist Brian. General Lysander ist auf jeden Fall noch in seinem Büro. Die Frage ist, ob das noch auf ist oder ob die schon geschlossen haben. Nee, ich finde sie nicht. Leck mich doch am Arsch. Ehrlich, leck mich doch am Arsch. Ach du Scheiße. Ich will mal gucken, wo ich überhaupt langfahren muss dafür. Ach du Scheiße. Achso, warum mache ich ihn jetzt zu? Weil man hier aussteigen kann. Immerhin. Von Harrys Haus aus. Das ist ja fies. Das ist echt räudig. Aber das schaffen, weiß ich nicht. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Das Blöde ist, wir waren noch nie bei Harrys Haus. Das heißt, wir müssen da sowieso erstmal manuell hinfahren. Und zwar von wo kommen wir da am ehesten hin? Von der Musengalerie, würde ich mal sagen. Oh Gott, ey. Also das würde mich echt nicht überraschen, wenn wir da jetzt mehrere Anläufe brauchen. Aber andererseits, wenn wir es schaffen, erfahren wir vielleicht endlich das Geheimnis des Topfes. Und das ist etwas, was mich doch sehr interessiert. So, wo ist jetzt mein Auto abgestellt? Hier. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Nur nochmal auf die Karte gucken. Ich glaube hier links rum. Ne, links rum weiter bringt uns nichts. Wo war's? Da. Na doch, wir müssen links rum. Geht nicht anders. Ja, ob was jetzt wirklich so viel schneller ist, als wenn wir einfach vom Sheriffbüro aus gefahren wären, sei mal dahingestellt. Ich meine, haben wir so ein schönes, schnelles Auto. Wahahaha. Ja, und ja, ich habe gesehen, dass da hinter der Kunstgalerie noch eine Karte ist. Aber da kommen wir jetzt noch nicht dran. Das geht erst in einem späteren Kapitel. So viel weiß ich inzwischen. Da, da, da. Findet ihr es gerade auch so spannend, hey? Das ist doch wohl total spannend, hey. Oh Gott, ey. Was soll denn das noch werden? Wir hätten zum Series 65 springen sollen. Das hatte ich zuerst auch vor. Und dann habe ich gedacht, ach nee. Wow. Moment mal. Warum ist Emily hier? Hat die nicht einen anderen Job? Oder wartet sie da, dass Diane vorbeikommt, weil die ja von der Kunstgalerie aus da sowieso vorbeifahren müsste? Ach du Scheiße, das kann ja was werden. Halt. Können wir über den Trampelpfad? Bringt uns das irgendwas? Zum Abkürzen, meine ich. Das sieht nicht so aus, als ob es da irgendwelche Abkürzungen gibt. Oh Gott. Na, dann hoffe ich mal, dass wir genug Zeit kriegen. Das machen wir jetzt diese Folge auch noch. Das tut mir leid, da müsst ihr kurz durch jetzt. Meine Güte. Nimmt das denn gar kein Ende hier? Wie lange soll das dauern? Oh Gott. Aber dann können wir uns mal Harrys Haus angucken. Das hat ja auch was. Dieses Sigourney. Ich bin froh, wenn wir das hinter uns haben.
Ich hab's ja schon fast befürchtet, dass er da steht. Dass er immer und immer weiter weg ist, ne? Wenigstens können wir das nächste Mal hierher schnell reisen. Das Geile an Yorks Auto ist halt, dass er nicht langsamer wird, wenn man hier über den Rasen fährt. Alle anderen, die bremsen ja richtig ab dann. Das ist schon sehr hilfreich. Und die Top-Geschwindigkeit hier von 90, ja gut, 85, aber trotzdem, definitiv schneller als jedes andere Auto, das wir bisher gefahren sind. Ach Mann. Wenn man dann tatsächlich mal die Kontrolle verliert, sowas darf natürlich nicht passieren. Ach, guckt mal, was das für eine Strecke ist. Das ist ja schon fies. Ich habe keine Ahnung, was Yorks Nummernschild bedeuten soll. Na gut, YZ wird York Zack sein, ne? Das andere kann ich nicht zuordnen. Ich weiß nicht, warum ich hier zwischendurch die Kontrolle verliere. Ich fahre ganz gerade und auf einmal macht er so einen Schwenker so bui! Ich weiß nicht, was das soll. Oh Gott, ey. Also da sind wir mit beschäftigt. Das ist eine... Oh, Mensch! Das wird eine Hausnummer hier. Ja, apropos Hausnummer. Ich gehe mal ganz kurz rein in das Haus. Damit wir das nach Möglichkeit auf unserer Kurzwahlliste hier abspeichern können. Und dann kümmern wir uns um Sigourney. Ich werde wirklich reingelassen. Das ist ja schon mal sehr cool. Ich wüsste ja auch gerne, was Diane in der Art Gallery macht. Kann ich noch weiter? Tatsächlich, das geht sogar. Ja, also wenn wir hier nicht noch eine Action-Sequenz haben, dann fresse ich einen Besen. So, die beiden sind gerade durch. Dann reden wir einfach nochmal kurz mit ihnen. Warum nicht, wenn sie sowieso gerade da sind? Hallo Harry, hallo Michael. Yes? Mr. Francis York Morgan? Die Zeit zum Reden ist noch nicht da, doch der richtige Zeitpunkt ist schon sehr nah. Trotzdem, durch das Reden mit denen habe ich jetzt, ja, dann haben wir sie wenigstens mal als Charaktere für die Karte freigeschaltet, ne Harry? Mr. Francis York Morgan, wem entgeht die Ruhezeit, tut das später furchtbar leid. Kannst du denn nicht andere finden, um sie zu stören und zu schinden? So spricht Mr. Stewart. So, aber haben wir Harry jetzt auch abgespeichert, ja? Okay. Und hier ist noch eine Nebenquest, die können wir aber... Was ist das? Na, wir können ja mal reingucken. Okay, ich denke, wir machen Sigourney doch in der nächsten Folge, Leute. Zack. Das sieht sehr islamisch aus. Gut, dann war das Deadly Premonition für heute. Das nächste Mal versuchen wir Sigourney nach Hause zu fahren, werden dabei kläglich scheitern. Und anschließend unsere Ermittlungen im Fall Regenbogenkiller fortsetzen. Danke fürs Zuschauen. Und bis dann.